So, Software-Tipps. Ja, Interface sollte klar sein. Einfach mal rumdrücken, geht einfach. Gut. Erklären wir mal die Philosophie von Gemelli Engineering AG Apps. Ich erstelle hier mal einen Überblick. Overview Gemelli Apps. Ich verwende, um euch mal die App-Funktionen in Gruppen darzustellen, mal die Rerun-App, um euch zu zeigen, welche Funktionen so grob, welche Funktionsgruppen vorhanden sind. Also, beginnen wir mal bei den Einzel-Apps, die 2 Apps da, die standardmäßig mit dem Roboter ausgeliefert werden. Das sind also Frank-Apps, auch in der Farbe gut erkennbar. Dann haben wir die Move Teach, die Move XYZ, die Relative Motion, die Flex Motion, die Smooth Motion, die Circ Motion und die Flip 180. Dann mal verschiedene Arten von Bewegung. Anschließend haben wir die Check Weight, die Force, Kontaktsuche. Ich nenne die mal sensitive Apps. Dann haben wir die Greifer-Apps, die jetzt auf dem Roboter nicht aktiv sind, weil die Vakuumpumpe angeschlossen ist. Dann haben wir alle Vakuum-Apps. Nein, diesen Namen will ich nicht. So, Vakuumpumpen-Apps. Machen wir es doch so, dass ich das schöner darstelle. Apps, danach ein Dual Task rein. Bisschen schöner dargestellt. So. Gibt ein besseres Bild. Dann haben wir hier, wo sind wir geendet? Alle Modbus-Apps. So. Modbus-Kommunikation, sehr gut. Weiter geht's mit SetLoad, Tool Center Point verschieben, Trigger Plane. Ich würde denen mal sagen Parameter Apps. Dann haben wir Flags, Safe Pose, Comp, genannte OPC UA, Kommunikation. Ist da schön Platz. Da drin, ja, nehmen wir sie dahin. Spielt ja von der Übersichtlichkeit. Die Reihenfolge ist jetzt mal irrelevant. Haben wir die Error, Check TCP. Die nehmen wir nicht da rein. Die Error-App ist rein, wir nennen das mal einfach Eingriff. Nein, Error. Error ist gut. Check TCP. Ich nehme hier mal die Where Am I dazu und nenne die mal Support Apps. Ich mache es mir mal hier einfach. Ich nehme die Wait App hier zu Parameter, obschon die Wait App sagt ja eigentlich warten. Ich nehme die mal da dazu. Die User Wait nehme ich zu den Sensitive Apps. TCP-Check habe ich alle. Sollte es das sein, genau. Ich nehme jetzt hier noch ein anderes, was ich sage, 3D Vision Pick It. Das wären dann entsprechend diese Apps da, die aber nicht Bestandteil sind vom Essential Package, Application Package oder Communication Package. Package ist immer einfach ein App-Bundle, ein Paket an verschiedenen Apps. Gut, dann letzteres natürlich vollständigkeitshalber Valve 2D Vision. Das sind dann die Inspektion und Objekte finden. Und jetzt ist die Darstellung ein bisschen ungünstig. Ich nehme die mal dahin. Passt es ein bisschen besser, genau, von der Übersicht her. Was haben wir noch? Die Einzel-Apps haben wir alle durch. Jetzt kommen wir zu den Gruppen-Apps und machen die Zuteilung. Oder allenfalls eine neue Gruppe. Wie würde ich die nennen? Ich gehe mal von denen aus, die Logik haben. Logic. Das ist sicher die Try-Catch-B. Dann haben wir Rerun, Move to Start, Dual Task und Array.
Die mache ich mal so. Okay, jetzt fehlt Cardflex. Cardflex will ich definitiv zu Parameter nehmen, Weichheit schalten, lokal. Die Check-Flag kommt definitiv zu OPC UA. Das sagt auch der App, das App-Icon ist OPC UA drin. Dort das haben wir. FrameRef sind Parameter. Nehmen wir mal hier dazu. Könnte auch, logisch nicht, aber könnte auch dort sein. Limiting ist definitiv Parameter. Kraftlimitationen. Das Modbus if kommt zu den Modbus Apps. Move to Start haben wir, meiner Meinung nach. Move to Start, genau. Das Photo-Move. Das Photo-Move kommt zu Bewegungen. Dann haben wir Picket Config, klar, eben zu Picket Apps. Das Picket Try Else. Read Post kommt zu OPC UA Apps. Rerun haben wir. SmartCam Config kommt zu Baluf. TCP Barrier sind Parameter. Try-Catch Object kommt zu Picket. Jetzt haben wir alle Apps drin und entsprechend in der Gesamtansicht können wir da noch was ein bisschen schöner darstellen. Legen wir die noch dahin, damit mal alle so auf demselben sind. So, das ist so die grobe Gruppierung der Apps. Sieht man mich überhaupt? Ja. Um eine Übersicht zu erhalten, ich mache das mal so. Gemelli Apps, ich speichere mir diesen, damit ihr dann den auch zur Verfügung habt, es ist da kein ausführbarer Task in dem Sinne, weil es jetzt einerseits invalide Apps drin hat, andererseits kann es auch gut sein, wenn ihr den importiert, dass es da gar nicht möglich ist, die darzustellen, weil ihr allenfalls die Lizenzen dazu nicht habt. Aber ich habe es jetzt hier auf dem Schirm. Das mal als grobe Übersicht, welche App zu welcher Funktionsgruppe gehört. Einzelne App-Funktionen. Das heißt, wo starten wir? Franka Standard Apps.